Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema bevorstehendes Goldhoch führt zur Goldaktien-Explosion. Disclaimer. Bevorstehendes Goldhoch führt zur Goldaktien-Explosion. Zum dritten Mal wird bald der Widerstand bei 2075 getestet. Angesichts der Bankenkrise wird man das neue Goldhoch vermutlich bei 2180 $ nicht mehr verhindern. Das bringt auf einen Schlag das Investoreninteresse bei Gold und Goldaktien zurück, was dann die extreme Unterbewertung bei Gold- und Silberaktien beenden wird. Ja, sieht ganz so aus, ob es jetzt der dritte Test dieses All-Time-Hochs bei 2075 dieses Mal durchschlagen werden dürfte. Und das dürfte meines Erachtens eine dauerhafte Etablierung von Gold über 2000 haben. Und das führt zu einer kompletten Neubewertung des Gold- und Silberaktiensektors. Eben weil einfach dann die Leute dauerhaft höhere Gold- und Silberpreise erwarten, eben 2500, 3000, 5000 oder noch höher. Und das führt, und diese Bewertung beginnen dann die Goldaktien vorweg zu antizipieren. Ja, es gibt ein Riesengap. Also ein Riesengap ermöglicht riesen Goldaktiengewinne. Sobald der Goldpreis höher geht, werden die Investoren wieder in Goldaktien investieren, um die Produktion zu steigern. Das wird einen Boom in der Branche auslösen, den es bisher noch nicht so gegeben hat. Ja, hier sehen Sie auch nochmal die normale Entwicklung des Goldpreises und auch die Gewinne der Goldaktien. Das ist ein Zeichen, dass in diese Industrie im Grunde genommen seit Jahrzehnten nicht investiert worden ist, weil, sage ich mal, der Goldpreis nicht hoch genug war. Aber Sie sehen ja jetzt, dass der Goldpreis ein komplett anderes Niveau sich bewerten wird. Und das wird dafür zu führen, dass diese extreme Unterbewertung bei Goldaktien aufgehoben wird. Das heißt, die ganz große Chance ist nicht selbst der Gold- und Silberpreisanstieg, sondern dass eben diese Goldaktien eigentlich von der Zone, wo sie kaum bewertet worden war, mit einmal überhaupt bewertet werden. Und das ist ein Bewertungsaufschlag, den sehen Sie in keiner anderen Phase des Goldaktienbullenmarkts. Also wir haben eine äußerst interessante Situation und vermutlich wird diese extreme Unterbewertung bald der Geschichte anhören, angehören. Ja, hier ist ein angehender Goldproduzent aus Guyana. Und zwar, der operiert im sogenannten Guyana Gold Shield. Das ist hier eine schematische, auf der linken oberen Seite schematische Darstellung des Terrains. Sind hier die Guyanas, hier ist Venezuela, wo es auch hier viel Gold gibt, beispielsweise Suriname, French Guiana etc. Und dieses ganze Gebiet war vor Hunderten von Millionen Jahren eben in Westafrika verbunden. Hier sehen Sie Sierra Leone, Liberia, hier kommt dann nachher Elfenbeinküste, Ghana und so weiter, wo auch sehr viel Gold liegt. Und diese Geologie ist einfach ähnlich, weil sie, sage ich mal, vor 150 Millionen Jahren diese Geologie auseinandergerissen worden ist. Und deswegen ist in Guyana auch so interessant und also die haben eben, das nennt sich Iberiman Greenstone Belt in Westafrika, aber das Guyana Goldschild ist so vergleichsweise noch wenig erforscht. Und allein das westafrikanische Goldschild hat 300 Millionen Unzen Gold. Und das, wie gesagt, Guyana Goldschild ist wenig erforscht. Und bis jetzt wurden im Augenblick nur eine 100 Millionen Unzen identifiziert. Ist es davon auszugehen, dass insgesamt noch viel, viel mehr Unzen identifiziert werden können. Das Unternehmen hat hier mehrere Projekte. Das ist eine ehemals produzierende Mine, die Venot produzierte 1,4 Millionen Unzen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,5 Gramm pro Tonne. Und es gibt ein weiteres erhebliches Potenzial für Tagesabbau. Und das zweite Projekt, dort wurden 2,4 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,6 produziert, bis einer maximalen Tiefe von 250 Meter gefordert. Ja, hier sehen Sie die angezeigten Ressourcen mit 4,32 Gramm, also mittel bis hohes Grad, 1,6 Millionen Unzen, abgeleitete Ressourcen 0,8 Millionen Unzen, auch relativ hochgradiges Gold.
Und dann haben sie eben noch weitere Abschnitte mit 34 Gramm pro Tonne Gold und auch ganz extrem hohe Abschnitte bis 1000 bis 3350 Gramm pro Tonne Gold. Und dann haben sie noch ein drittes Projekt, das Broccoli Hill Projekt. Es ist ein ausgezeichnetes Ziel in der nahegelegenen Broccoli Hill Area. Es befindet sich nur 200 Kilometer östlich der Grube Fenel. Breite Gold- und Bodenanomalien auf 750 mal 500 Meter sind auch vorhanden, 12,4 Gramm pro Tonne. Wie gesagt, hier kann eben die Produktion sehr schnell wieder hochgefahren werden. Und ja, derzeit, also sie haben ca. 3 Millionen Unzen. Ähm, und hat einen theoretischen Potenzialfaktor von 90, liegt, wie gesagt, in Guyana, ein relativ, würde ich mal sagen, mittelsicheres Rechtsgebiet. Und ja, also wenn dann Gold auf 2500 steigt, dann könnte dann laut diesem Potenzialfaktor die Aktie um das 90-fache steigen. Wird mal sehen, ob es tatsächlich dahin geht. Aber jedenfalls haben die gute Ressourcen. Es ist angehende Produktion, es ist ein relativ sicheres Rechtsgebiet, sicherlich interessant mal anzusehen. Sehen auch eindeutig, hat das Unternehmen charttechnisch einen Boden gefunden, bricht aus und man kann sich ja vorstellen, wenn jetzt Gold sich dauerhaft über 2000 $ etabliert, dass dann diese alten Höhen hier, Sie sehen die hier 2020 hier bei fast 30 Cent, dass die schnell wieder erreicht sind, aber dann natürlich auch weit darüber hinausgehen. Und gerade wenn noch weitere Ressourcen hinzukommen und die Produktion weiter anläuft. Also meines macht ein sehr interessantes Unternehmen, sollte man sich ansehen. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung an der Stelle. Ja, Goldaktien, Bullenmarkt der 1970er Jahre. Das ist das, was wir uns eigentlich auch erhoffen, was vielleicht passieren kann. Dort sind einige Aktien von 15 an 20 Cent auf 15, 20, 30, 40 $ gestiegen. Es war gar nicht so selten in dieser an sich dann schon seltenen Phase, dass man aus 1000 $ eine Viertelmillion Dollar machen konnte. Einfach unglaubliche Gewinne. Das gibt es auch wirklich nur in diesem Goldaktiensektor, mehr oder weniger, wenn es tatsächlich zum Goldboom kommt. Und den sehen wir ja irgendwie voraus. Hier unten das andere Chart ist nochmal die Gegenüberstellung von Goldaktien und Gold an sich. Und da sehen Sie, dass seit 1996 die Goldaktien im Verhältnis zu Gold im Bärenmarkt sind und eigentlich erst jetzt hier 2016, hier 2020 den Boden gefunden hat. Also die Fallhöhe nach unten gibt es eigentlich nicht. Das ist das Attraktive an diesem Investment im Augenblick in Goldaktien. Aber es gibt eben die Chance, dass es jetzt mit steigendem Goldpreis unglaublich schnell hier zurückschnappt, vielleicht hier in die mittlere Zone und dann natürlich drüber hinaus. Und wenn das passieren würde, würde es rein theoretisch die größte Goldaktienrallye des Jahrhunderts mit Sicherheit bedeuten. Gut, das muss man sehen, ob es tatsächlich so kommt, aber wenn jetzt Gold, wie viele Analysten behaupten, irgendwo bei 2,3, 2,5, 2,7 dieses Jahr endet, haben wir sicherlich einen guten Treibstoff und dann könnte das auch passieren. Ja, also generell sollte man sein Investment in dieser Phase, in der wir uns auch befinden, an den kommenden Ereignissen anlehnen und sich nicht von den Ereignissen seine Ersparnisse nehmen lassen. Das ist meiner Meinung nach der große Unterschied. Das ist eben anders als früher. Wir haben eben große Ungleichgewichte. Der Goldpreis ist stark manipuliert. Die Währungseinheiten sind unglaublich groß. Und diese Währungseinheiten, die frisch geschaffen, auch aktuell, hängen sicherlich noch im Bankensektor, sonst wo, in irgendwelchen Rettungsschirmen und gehen noch nicht in die Gütermärkte. Sobald es dann passiert, das passiert früher oder später, es ist in der ersten Finanzkrise auch passiert. Damals ist Gold von 1000 $ mit einem Intermezzo, also ein Abstieg auf 690, dann auf 2000 gestiegen. Und das ist eben ein Zeichen, dass diese Währungseinheiten dann früher oder später doch ihren Weg in Gold und Silber finden und dann natürlich auch überproportional eine Goldaktienrallye einlösen. Also was Ähnliches ist eben in den 1960er Jahren schon passiert, als, sage ich mal, das Silber aus den Münzen rausgenommen wird. Das war 1968. Und ja, und irgendwo in den 60er Jahren ist dann Silber von 1,30 $ auf über 5 $ Silber gestiegen. Und in dieser Situation kam es dann dazu, dass keine Silber-Penny-Aktie
weniger als um das 160-fache gestiegen. Einige haben sich sogar vertausendfacht. Also das hat es alles schon mal gegeben und weil es dann irgendwie früher oder später zu einer Silberknappheit gegeben ist. Also man versuchte damals den Silberpreis festzuhalten bei 1,30 $. Ganz ähnlich wie man das heute macht, dass er um die 20 oszilliert. Das könnte man ja auch als eine Preisversetzung betrachten. Aber es wird immer schwieriger. Das physische Material wird immer mehr und mehr gekauft und das dürfte früher oder später dazu führen, dass die Gold- und Silberaktien überproportional steigen, schon im Vorfeld. Und irgendwann wird sich dann auch Silber freirudern oder man wird es hochlassen, weil man es nicht mehr ohne größere Verluste unten halten kann und geht dann vermutlich auch auf über 50. Vielleicht dann endet das mit der Korrektur, wird man sehen. Und genau das löst eben diese Gold- und Silberaktien-Rallye aus. Ein zweites mögliches Ereignis wäre dann der Maximalpreis von Gold und Silber, früher oder später, der Zyklus, der Höhepunkt, was hier im Grunde genommen diese rote Linie hier unten signalisiert. Wir hatten 1980 so einen Höhepunkt. Und nämlich, Sie wissen ja, Gold ist hier von 1971 von 35 $ auf 850 gestiegen. Also das war das richtige Investment und weniger richtiges Investment in Aktien, aber da wäre es dann eben der richtige Zeitpunkt gewesen, zum Beispiel in Aktien zu wechseln. Aber da sind wir noch lange nicht. Da müsste Dow und Gold müsste sich mindestens bei 1 treffen. Im Augenblick muss man noch circa 15 Unzen Gold hinlegen, um einen Dow zu kaufen. Also da ist noch Raum nach unten. Und wenn man irgendwann dann für eine Unze Gold einen Dow kriegt, dann ist es sicherlich interessant, sich den allgemeinen Aktienmarkt wieder anzugucken. An diesen potenziellen Zyklus hoch, das eben auch eine systemische Krise sein kann. Und deswegen ist es auch empfehlenswert, in der Phase eher in physischen Metallen zu investieren. Konnte man 1980, sage und schreibe, für 800 Unzen Silber ein Haus kaufen. 800 Unzen Silber kosten heute ca. 150.000 Euro oder Franken. Ähm, und das geht mit Silber, wenn das gerade Silber sind, so aufsteigt. Und das ist sicherlich der Zeitpunkt, wo man dann vielleicht auch zum Beispiel dementsprechend Immobilien kaufen sollte oder eben Top-Aktien, die auch alle möglichen Krisen überleben und dann wieder steigen. Und das dritte Ereignis wäre, wenn dann dieser Höhepunkt für diese physischen Edelmetalle erreicht ist, dann wird es sicherlich nicht weiter steigen. Dann gibt es irgendwo einen Umkehrpunkt und das würde dann bedeuten, andere Assetklassen sind dann wieder attraktiver, wie ich eben gesagt habe, wie Immobilien, Standardaktien. Und 1980 ist genau das passiert. Hätte man 1980 eben Gold und Goldaktien zum Höhepunkt verkauft und seine Gewinne in Berkshire Hathaway oder anderen guten Fonds investiert, es ist klar, dass man das nicht in der Vorfeld sehen kann, ist es im Fall von Berkshire Hathaway ist dann im Prinzip die Einlage um das 200-fache gestiegen. Und das ist inflationsfreier Anstieg. Gold hat sich nicht verändert, im Gegenteil. Gold ist von 1980, von 850 in der Spitze nach unten bis zum Jahr 2000 und 1999 auf 250 $ gestiegen. Hat sich also auf ein Viertel des Wertes gesunken über 20 Jahre und Berkshire Hathaway Aktien sind aufs 200-fache gestiegen. Also es gibt für alles eine Zeit, es gibt eine Aktienzeit, es gibt eine Immobilienzeit, aber es gibt eben auch eine Gold- und ganz speziell in unserem Fall eine Goldaktienzeit. Und ich denke, es ist Goldaktienzeit, auf alle Fälle. Ja, wenn man das Ganze in eine Formel tut, dann könnte man theoretisch sagen, wenn wir jetzt 200 $ investieren und erwarten, dass wir mit Goldaktien im Schnitt eine Ver-25-fachung machen, diese Gewinne dann zum Beispiel in Gold oder Silber reinvestieren und vielleicht die am sogenannten Krisenhöhepunkt dann nochmal um die vierfache Kaufkraft steigern und wir es dann schaffen, an diesem Krisenhöhepunkt Top-Aktien, Top-Fonds zu kaufen, die dann vielleicht im Schnitt um das 50-fache in den darauf folgenden 15 bis 20 Jahren zu haben. Das würde dann bedeuten, aus jede 200 Euro könnte man aktuell 1 Million Kaufkraft machen. Ich meine, gerade diese Überlegung ist für viele Leute wichtig, die Angst haben vom Rentensystem, dass man nicht mehr dementsprechend ähm, von diesem Rente etc. leben kann. Denn das hängt einfach damit zusammen, dass der Staat oder die Vorsorgeeinrichtung schlicht und einfach linear
investieren, also in Staatsanleihen, sonst was, in Gold überhaupt nicht. Das heißt, sie investieren in Assets, die wertlosen werden. Und wir müssen genau das Gegenteil machen. Wir müssen in Assets investieren, die wertmäßig ansteigen. Und wenn dann irgendwann dieser Schub vorbei ist, kann man das dann wieder wechseln in Top-Aktien etc. Aus meiner Sicht ist das eigentlich die Lösung des Rentendilemmas. Aber man muss sich in diese Sachen reindenken, man muss sich damit beschäftigen, man muss eben auch eben, ich nenne das Ereignisketten, man muss eigentlich mehrere Ereignisketten ständig aufsetzen, sprich zum Beispiel verschiedene Goldaktien kaufen, die Übertreibung mitnehmen, konvertieren, vielleicht einige sogar in Anführungsstrichen durchlaufen lassen und gleich andere Aktienassets zu kaufen beispielsweise oder eben mehr Gold und Silber zu kaufen. Das liegt ganz bei Ihnen. Aber man sollte sich bewusst sein, dass wir keine lineare Entwicklung im Augenblick haben, sondern sie wird von ziemlichen Eruptionen und starken Schwankungen bestimmt sein. Und das ist ein Ansatzversuch, damit fertig zu werden, dass man nicht Verlierer wird, wie das in jedem Fall die meisten werden müssen, weil die laufen alle in dieses Risiko rein, diese Renten etc. Das wird alles entwertet und das ist genau falsch. Also es muss jetzt in Gold und Goldaktien investiert werden, um dann nachher andere Top-Assets zu Discountpreisen kaufen zu können. Das ist meiner Meinung nach die Antwort auf diese Diskussion. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien eben zu identifizieren, nach hohem Risiko, moderaten oder Gamble-Risiko zu sortieren. Wir versuchen den Potenzialfaktor zu errechnen. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was kann man dann kaufen, wenn dieser Boom vorbei ist? Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, vielleicht, wenn Ihnen das Video gefallen hat, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke betätigen, dann werden Sie sofort über neue Videos informiert. Vielleicht auch eben, wenn Ihnen das Video gefallen hat, ein Like geben, denn das würde helfen, dass der Algorithmus dann aktiviert wird und dieses Video auch anderen potenziell an diesem Thema interessierten Leuten dann vorgeschlagen wird. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.